Hallo und herzlich willkommen bei Bolt Sports Tech. Es freut mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Heute hat der Postbote zweimal angeläutet und zwar hat er mir die Pace 3 und die richtige Seite, so Venue 3, Fokus, sehr gut, Venue 3 vorbeigebracht. Ich werde natürlich beide Uhren testen und dann ein entsprechendes Testvideo dazu machen. Heute möchte ich mir einen Ersteindruck von den Uhren machen. Wir werden gemeinsam die Uhren unboxen, werden sie kurz einrichten und ich werde mit den Uhren dann eine Runde laufen gehen und euch im Anschluss zeigen, wie die ersten Daten so ausschauen. Zu den Uhren werde ich zwei separate Videos machen. Das heißt, wenn du dir das jetzt anschaust, schaust du dir das Video entweder zur Pace 3 oder zur Venue 3 an. Das Intro ist nämlich das gleiche. Nach meinem Intro geht aber dann das spezifische Video weiter. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los! So, hier haben wir die Verpackung der Pace 3. Sie ist wirklich echt wunderschön, gefällt mir sehr gut. Aber wichtiger ist, was drinnen ist. So, wir machen hier auf. So. Richtig edel zum Aufmachen. Ja, was natürlich sofort auffällt, ist das geringe Gewicht. Also die wiegt wirklich gar nichts. So, das kommt weg. So, und hier haben wir die Uhr. Schönste Teil. Schaut wirklich sehr gut aus, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Ist jetzt gar nicht schwarz, so wie ich das ursprünglich dachte, sondern dann ist so ein schwarz-grau Anthrazit. Ja, so von der Farbe her. Ist natürlich alles aus Plastik, das merkt man, aber wirkt jetzt irgendwie nicht billig. Die Variante, die ich hier habe, die hat kein Nylonband. Es gibt ja eben diese eine grau-schwarze und eine weiße Variante, jeweils mit einem Silikonband oder mit einem Nylonband. Ich habe hier das Silikonband bekommen. Da hat die Uhr, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich glaube 38 Gramm circa. Wir können die Uhr schon mit der App verbinden. Ich werde jetzt mal das machen. Ich werde das Ganze verbinden, werde das einstellen und melde mich dann im Anschluss bei euch. Die Uhr ist fertig eingerichtet. Es gab auch noch ein kleines Update, das habe ich drauf gespielt und die Uhr sollte somit am neuesten Stand sein. Wie gesagt, bedient wird die Uhr durch diese Krone. Es gibt auch jetzt neu im Vergleich zur Pace 2 ein Touchscreen, das kann ich ebenfalls verwenden. So habe ich die Möglichkeit, das eine oder das andere zu machen. Wir haben hier das Watchface, klicken wir rechts oben, kommen wir zu unseren ganzen Aktivitäten. Weiter oben haben wir auch Einstellungen etc. Da mit der rechten Taste unten gehen wir immer zurück, bleiben wir drauf, kommen wir in unser Ringmenü, wo wir auch diverse Einstellmöglichkeiten und Shortcuts haben. Ich persönlich bin ja sehr gespannt, wie sich die Pace 3 in meinen Tests schlägt. Corus hat im Prinzip die Pace 2 genommen und auf den neuesten Stand gebracht und sogar noch Funktionen, die normalerweise nur auf teuren Uhren zu finden sind, wie zum Beispiel Doorband, GPS implementiert. Und das halt für einen Kampfpreis von 250 Euro, also das ist schon eine Ansage. Ich glaube, da kann man sich nicht wirklich beschweren, zumindest auf Papier schaut das Ganze schon sehr gut aus. Einen kleinen Eindruck kann ich euch aber heute schon geben, denn ich werde jetzt mal die Laufschuhe anziehen und eine kleine Runde mit der Uhr machen und euch dann sagen, wie die ersten Daten so aussehen. So, ich bin wieder retour von meinem Lauf. Wie gesagt, war ein ganz kurzer Lauf, einfach nur um einen Eindruck von der Uhr zu bekommen. Ich bin ein paar Mal etwas schneller gelaufen, habe versucht, den Puls ein bisschen hochzuboxen und einfach zu schauen, wie schnell der optische Herzfrequenzmesser mit dem Pulsgurt mitkommt. Die genauen Daten schauen wir uns dann gleich an. Ganz kurz nur, wie war mein Eindruck von der Uhr? Ja, sie hat im Prinzip das getan, was ich erwartet hatte. Ich habe jetzt die letzten Tage sehr oft die Apex 2 Pro Chamonix Edition am Handgelenk getragen und sehr viel verwendet. Und im Prinzip ist es genau die gleiche Erfahrung. Also mir werden genau die gleichen Daten geliefert. Das Einzige, was ich halt nicht habe, ist Kartenmaterial auf der Uhr. Mir gefällt einfach die Tatsache, dass ich um 249 Euro genau die gleichen Auswertungen bekomme, die ich normalerweise bei einer doppelt so teuren Uhr bekomme. Und ja, die Uhr ist sehr leicht, man merkt sie kaum, weil sie eben aus, ich sag's mal schön,
einem faserverstärkten Polymer gefertigt worden ist oder halt einfach aus Plastik, Kunststoff ist, aber sie wirkt nicht billig. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich hier eine 20-Euro-Uhr am Handgelenk trage. Aber natürlich muss man so ehrlich sein, mit der Zeit wird man halt auch seine Schrammen im Gehäuse oder auf dem Display finden. Aber um das Geld bekommt man halt kein Saphirglas oder keine verstärkte Lünette etc. Die Uhr ist halt einfach ein Leichtgewicht und für den Laufsport optimiert. Aber ich schweife zu sehr ab. Schauen wir uns jetzt an, was die Uhr bei dem ersten Lauf an Daten geliefert hat. So, wie sieht es mit der Pulsmessung aus? Wir sehen in Rot die Garmin Epix Pro, die mit dem Brustgurt verbunden war, und in Violett die Coros Pace 3. Also ich glaube, das Bild spricht für sich. Die Pulsmessung ist tadellos aufgezeichnet worden. Hier gibt es nichts zu kritisieren. Das ist 1:1 wie der Brustgurt. Also hier muss ich sagen, hat die Pace 3 wirklich geliefert. Ich bin sehr erstaunt, wie gut das Ergebnis ist. Ob es natürlich bei anderen Dingen wie Radfahren, Krafttraining etc. auch so gut ausschaut, das wird sich weisen. Aber ich muss sagen, bei meinem ersten Lauf hat sie zumindest eine gute Figur gemacht. Die GPS-Genauigkeit für diesen einen Lauf schauen wir uns jetzt an, und ich muss sagen, ja, hier gibt es nicht wirklich viel auszusetzen. Wie man hier sieht, in Orange ist die Epix Pro und in Blau die Pace 3. Ja, wie man hier sieht, das ist teilweise auf einer Linie. Natürlich muss man fairerweise sagen, ja, die Sicht war überall sehr gut. Das Einzige, was ist hier oben, laufe ich zwischen Häusern. Hier klafft die Messung ein bisschen auseinander. Aber es gibt nirgends irgendwelche gröberen Ausreißer. Also was GPS-Genauigkeit betrifft, muss ich sagen, zumindest was diesen Lauf betrifft, die hat die Pace 3 ebenfalls geliefert. Also mein erster Eindruck ist sehr, sehr positiv. So, mein erster Eindruck ist soweit positiv. Die Uhr liefert eigentlich relativ gute Daten, GPS ist gut, Pulsmessung top. Also werden wir schauen, ob bei den anderen Tests diese Leistung konstant bleibt oder ob es da mal Ausreißer gibt. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Format gefällt, also ein Ersteindruck-Video, dann schreibt mir das in die Kommentare, oder ob ihr sagt, nein Stefan, brauchst du nicht, mir reicht der normale Test, dann könnt ihr mir das auch sagen. Wenn euch meine Inhalte gefallen, dann würde es mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst bzw. den Kanal abonniert, denn dann helft ihr, dass mein Kanal weiterhin wächst und die Inhalte noch besser werden. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.